Das ist der iFlight TurboBee 160 RS, geflogen mit der Radiomaste TX16S und der Fatscha HDO2-Brille. Der TurboBee ist ein sehr leichter 4 Zoll FPV Racer Quad mit einer KDX EOS 2 Kamera, 25 bis 300 mW Videosender, F4 FC und 15 Ampere ESCs. Die 404 3600 kV Motoren sind für 3 bis 4S Akku geeignet. Ich fliege hier ein 4S Akku. Der Quad wiegt 108 Gramm und mit dem 650 mAh 4S Akku sind es 179 Gramm. Mit einem 850 mAh 4S Akku sind es 212 Gramm, also deutlich unter 250 Gramm Grenze. Der iFlight TurboBee ist super schnell, hat extrem schnelle Reaktion und mit dem 4S Akku richtig viel Beschleunigung. Der saust so richtig schnell an mir vorbei. Ich mag gerne die leichten Racer Quads. Das Video der KDX EOS 2 ist okay. Der Videosender liefert ein sauberes Bild. Alle Betaflight-Einstellungen sind original von iFlight. Ich habe lediglich den Quad mit meinem Crossfire-Modul gekoppelt. Der TurboBee fliegt sauber, ohne zu zittern. Und wenn man so richtig Gas gibt, macht es richtig Spaß damit zu fliegen. Man sieht aber, dass der 650 mAh Akku schnell beim Vollgas absackt. Eigentlich hätte ich hier einen 850 mAh Akku nehmen sollen. Die iFlight Xing 1404 Motoren sind richtig stark. Eigentlich schon zu stark für den 4S Akku und das mit nur 2 Blattpropellern. Auf jeden Fall reichen die 15 Ampere ESCs vollkommen aus. Ich fliege hier bis zum Anschlag und alles funktioniert. Auf meinem Quad ist ein Crossfire-Empfänger, bei dem ich die Telemetriedaten abschalten musste. Als der Empfänger die Telemetriedaten anhatte, hatte ich immer Störungsbalken im Bild, weil dann der Empfänger die Telemetriedaten an die Funke sendet und so das Videobild gestört wird. Aber egal, ich brauche keine Telemetriedaten, Hauptsache ich sehe im OSD-Bild den RSSI-Wert. Mir gefällt der TurboBee 160 RS gut, weil er sehr schnell geflogen werden kann. Das leichte Gewicht sorgt für sehr gute Reaktionen von dem Quad. Nur die KDX EOS 2 Kamera finde ich nicht so gut. Hier hätte ich lieber eine Baby Ratel oder Runcam Phoenix Nano Kamera für ein etwas schnelleres, vor allem helleres Bild in den schattigen Bereichen. Mein iFlight TurboBee 160 RS habe ich flugfertig bestellt. Es gibt aber auch einen Bausatz von dem TurboBee 160 RS, den man etwas günstiger bekommt. Viel Spaß beim Fliegen!